Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Vertiefung. Ein Thema, das, glaube ich, viele von uns umtreibt. Wie kann ich mein Selbstvertrauen stärken? Absolut. Ein zentrales Thema für persönliches Wachstum und auch beruflichen Erfolg. Genau. Wir haben uns dafür einen Leitfaden vorgenommen. Der heißt Der Aufbau von Selbstvertrauen. Ziemlich direkt. Ja, der Titel sagt, worum es geht, und er ist tatsächlich sehr fundiert. Unser Plan für heute. Wir wollen da gemeinsam durchgehen und für dich die wichtigsten Erkenntnisse und vor allem die praktischen Strategien herausarbeiten. Also was kannst du konkret tun? Richtig. Damit du am Ende nicht nur mehr weißt, sondern auch was an der Hand hast. Fangen wir vielleicht mal ganz vorne an. Was verstehen wir denn unter Selbstvertrauen so rein psychologisch? Also im Kern ist Selbstvertrauen dieser feste Glaube an die eigenen Fähigkeiten, an die eigenen Qualitäten und, ganz wichtig, auch an das eigene Urteilsvermögen. Okay, also nicht zu verwechseln mit Überheblichkeit oder Arroganz. Nein, überhaupt nicht. Arroganz ist oft eher eine Maske für Unsicherheit. Echtes Selbstvertrauen kann durchaus Hand in Hand mit Bescheidenheit gehen. Es ist eher ein inneres Wissen, eine Sicherheit. Und woher kommt das? Gibt's da eine psychologische Basis für? Ja, die gibt es. Der Psychologe Albert Bandura hat das Konzept der Selbstwirksamkeit geprägt. Das ist sozusagen die kleine Schwester des Selbstvertrauens. Selbstwirksamkeit, das heißt? Das ist die Überzeugung, dass du fähig bist, bestimmte Aufgaben erfolgreich auszuführen und deine Ziele zu erreichen. Also ganz konkret auf Handlungen bezogen. Und das Faszinierende bei Bandura ist, Ja. dass er 4 Hauptquellen identifiziert hat, aus denen sich diese Selbstwirksamkeit speist. Und wenn wir die verstehen, verstehen wir auch, wie wir Selbstvertrauen aufbauen können. Ah, das klingt nach einem Plan. Welche Quellen sind das denn? Meisterungserfahrungen. Das sind schlicht und einfach deine eigenen Erfolge. Wenn du etwas schaffst, wächst dein Glaube daran, es wieder schaffen zu können. Logisch. Was noch? Stellvertretende Erfahrungen. Das heißt, du beobachtest andere, die dir ähnlich sind, wie sie erfolgreich sind. Das kann dich auch motivieren und dir zeigen, hey, das ist machbar. Okay, Vorbilder also. Soziale Persuasion. Das ist Zuspruch von außen. Wenn dir jemand, dem du vertraust, sagt, du schaffst das, dann kann das enorm helfen. Die berühmte Ermutigung. Richtig. Und 4. Physiologische und emotionale Zustände. Wie interpretierst du körperliche Signale wie Herzklopfen oder Nervosität? Siehst du sie als lähmende Angst oder vielleicht als aktivierende Energie? Dein Umgang damit beeinflusst deine Selbstwirksamkeit. Das ist ja spannend. Also Erfolg, Vorbilder, Zuspruch und der Umgang mit Stress. Das gibt dem Ganzen eine Struktur. Exakt. Und fast alle praktischen Tipps, die wir uns jetzt anschauen werden, zielen darauf ab, eine oder mehrere dieser Säulen zu stärken. Es ist also kein Mysterium, sondern ein Prozess. Gut, dann lass uns mal in die Strategien eintauchen, die der Leitfaden vorschlägt. Die erste ist, ein Wachstumsdenken kultivieren. Growth Mindset, genau, das Konzept von Carol Dweck. Die Grundidee ist, gehst du davon aus, dass deine Fähigkeiten und Talente festgeschrieben sind, das wäre ein Fixed Mindset, oder glaubst du, dass du sie durch Anstrengung, Lernen und auch durch Fehler weiterentwickeln kannst? Das ist das Growth Mindset. Und warum ist dieses Wachstumsdenken so wichtig für das Selbstvertrauen? Weil es deine Perspektive auf Herausforderungen komplett verändert. Mit einem Growth Mindset siehst du eine schwierige Aufgabe nicht als Test, bei dem du scheitern und deine vermeintliche Inkompetenz beweisen könntest, sondern als Chance zu lernen und zu wachsen. Ein Fehler ist dann kein Weltuntergang, sondern eine Information. Was kann ich anders machen? Wo muss ich mehr üben? Okay, das leuchtet ein. Wenn ich also, sagen wir mal, eine Präsentation halte und die läuft nicht gut, dann denkst du mit einem Growth Mindset nicht, ich bin einfach schlecht im Präsentieren, sondern, okay, woran lag's? War die Struktur nicht klar? War ich zu nervös? Was kann ich fürs nächste Mal lernen? Dieser Fokus aufs Verbessern statt aufs Versagen schützt dein Selbstvertrauen und fördert die Beharrlichkeit. Gibt der Leitfaden da einen praktischen Tipp? Ja, zum Beispiel, sich bewusst nach Rückschlägen hinzusetzen und eine konkrete Lektion daraus zu notieren oder sich inkrementelle Ziele zu setzen. Also wenn du Angst vor öffentlichem Reden hast, fang nicht gleich mit der großen Bühne an. Sondern? Schritt für Schritt. Genau. Üb erstmal vor dem Spiegel, dann vor einem Freund, dann vor einer kleinen Gruppe. Jeder kleine Erfolg stärkt dann deine Überzeugung, dass du es schaffen kannst. Das zahlt direkt auf die Meisterungserfahrungen ein, die erste Säule von Bandura. Verstehe. Also das Wachstumsdenken als Basis. Die zweite Strategie knüpft da direkt an.
Kompetenz durch Vorbereitung entwickeln. Ja, ein ganz wichtiger Punkt. Kompetenz und Selbstvertrauen sind eng miteinander verbunden. Je kompetenter du dich in einem Bereich fühlst, desto selbstsicherer trittst du auf. Und der Schlüssel zur Kompetenz ist eben oft die Vorbereitung. Das Beispiel im Leitfaden ist ein wichtiges Meeting. Richtig. Wenn du dich gut vorbereitest, du recherchierst, überlegst dir mögliche Fragen, bereitest Antworten vor, dann gehst du mit einem ganz anderen Gefühl rein. Du hast weniger Unsicherheit und mehr das Gefühl von Kontrolle. Der Leitfaden erwähnt hier auch Deliberate Practice, also bewusstes Üben. Was ist damit gemeint? Das ist ein Konzept von Anders Ericsson. Es geht nicht nur darum, irgendwas zu üben, sondern sehr fokussiert und zielgerichtet an den Dingen zu arbeiten, die dir schwerfallen. Mit dem klaren Ziel, dich darin zu verbessern. Also nicht nur die Tonleiter rauf und runter spielen, sondern gezielt die knifflige Passage üben. Genau das. Immer wieder, mit Feedback, vielleicht die Intensität steigern. Ericsson hat das ja intensiv bei Experten, Musikern, Sportlern untersucht. Und auch wenn diese berühmte 10.000-Stunden-Regel oft überinterpretiert wird. Ja, die kennt man ja. Der Kern stimmt. Gezielte, bewusste Anstrengung zur Fähigkeitssteigerung führt zu Kompetenz. Und diese Kompetenz ist die Basis für echtes Selbstvertrauen. Es schafft nicht nur die Fähigkeit an sich, sondern auch eine tiefe psychologische Sicherheit. Jede erfolgreiche Übungseinheit ist wieder eine Meisterungserfahrung. Okay, also Vorbereitung und bewusstes Üben als Weg zur Kompetenz und damit zum Selbstvertrauen. Aber jetzt mal ehrlich. Manchmal ist die größte Blockade doch im Kopf, oder? Diese innere Stimme. Der innere Kritiker, ja? Genau, der sagt, das kannst du nicht, du bist nicht gut genug. Was empfiehlt der Leitfaden dagegen? Das ist die dritte Strategie. Negatives Selbstgespräch erkennen und umdeuten. Das ist ein Kernstück, oft inspiriert von der kognitiven Verhaltenstherapie, der CBT. Der erste Schritt ist, sich dieser negativen Gedanken überhaupt bewusst zu werden. Oft laufen die ja automatisch ab. Und dann geht es darum, sie zu hinterfragen. Also nicht einfach glauben? Nein, frag dich. Welche Beweise habe ich eigentlich für diesen Gedanken? Ist das wirklich immer so? Oder ist das vielleicht eine übertriebene Verallgemeinerung? Eine sehr hilfreiche Frage ist auch, was würde ich einem guten Freund oder einer Freundin sagen, wenn er oder sie so über sich denken würde? Ah, dieser Perspektivwechsel. Genau. Meistens sind wir zu anderen viel nachsichtiger und unterstützender als zu uns selbst. Und dann geht es darum, diese negativen, oft unrealistischen Gedanken durch realistischere, konstruktivere oder zumindest neutralere Aussagen zu ersetzen. Also nicht, ich bin ein Versager, sondern vielleicht, okay, das lief jetzt nicht optimal, aber ich habe mein Bestes versucht und daraus gelernt. Zum Beispiel. Oder ich bin gut vorbereitet und fähig, diese Herausforderung anzugehen. Es geht nicht um unrealistisches positives Denken, sondern um eine realitätsbasierte, faire Bewertung. Der Leitfaden schlägt ja auch Achtsamkeit vor. Wie passt das da rein? Achtsamkeit, also zum Beispiel durch Meditation, kann dir helfen, deine Gedanken zu beobachten, ohne dich sofort mit ihnen zu identifizieren oder sie zu bewerten. Du entwickelst eine Art Distanz. Du siehst, da ist wieder dieser Gedanke, ich bin nicht gut genug, aber du musst ihm nicht sofort folgen oder glauben. Das nimmt ihm viel von seiner Macht. Das reduziert wahrscheinlich auch den Stress, der mit diesen Gedanken einhergeht. Absolut. Und erinnert dich an die 4. Säule von Bandura, die physiologischen Zustände. Wenn du lernst, durch Achtsamkeit oder Umdeutung ruhiger zu bleiben, beeinflusst das auch deine Selbstwirksamkeit positiv. Ein weiterer Tipp hier, Dankbarkeitsübungen. Einfach aufschreiben, wofür man dankbar ist. Ja, oder auch, was schätzt du an dir selbst? Was ist dir heute gut gelungen? Das lenkt den Fokus bewusst auf das Positive und Stärken, was dem negativen Selbstgespräch entgegenwirkt. Das klingt nach Arbeit, aber auch sehr wirkungsvoll. Und was ist mit Unterstützung von außen? Spielt die auch eine Rolle? Eine sehr große sogar. Das ist die 4. Strategie. Soziale Unterstützung aktiv suchen und nutzen. Wir sind soziale Wesen und Ermutigung oder konstruktives Feedback von anderen kann einen Riesenunterschied machen. Also die 3. Säule von Bandura, die soziale Persuasion. Genau. Und die ist besonders wirksam, wenn sie von Menschen kommt, denen du vertraust und die glaubwürdig sind. Denk an Mentoren, unterstützende Kollegen, gute Freunde oder auch Gemeinschaften Gleichgesinnter. Wie zum Beispiel eine Mastermind-Gruppe oder ein Verein. Richtig.
Wo man sich gegenseitig unterstützt, vielleicht auch Erfolge von anderen miterlebt. Das wären dann wieder stellvertretende Erfahrungen. Die zweite Säule. Es geht darum, ein Umfeld zu schaffen, das dich stärkt. Und umgekehrt heißt das wohl auch, sich von Leuten fernzuhalten, die einen ständig runterziehen. Ja, das ist oft genauso wichtig. Toxische Beziehungen können das Selbstvertrauen massiv untergraben. Und noch ein Aspekt, der hier reinspielt. Anderen zu helfen, zum Beispiel durch Freiwilligenarbeit, kann das eigene Selbstwertgefühl stärken. Man erlebt sich als kompetent und nützlich. Das gibt Sinn. Interessant. Also wir haben das Denken, die Kompetenz, den Umgang mit innerer Kritik und das soziale Umfeld. Die 5. Strategie ist dann eher was Äußerliches, Körpersprache und Auftreten. Beeinflusst das wirklich das Innere? Der Leitfaden sagt, ja, da gibt es eine Wechselwirkung. Wie du dich hältst und präsentierst, beeinflusst nicht nur, wie andere dich wahrnehmen, sondern auch, wie du dich selbst fühlst. Da denkt man natürlich an Amy Cuddy und die Power Poses. Genau, diese Idee, dass eine expansive, offene Körperhaltung, aufrecht stehen, Schultern zurück, tatsächlich biochemische Prozesse beeinflussen kann. Zum Beispiel den Cortisolspiegel senken und das Testosteron erhöhen, was mit Macht und Selbstsicherheit assoziiert wird. Auch wenn die Forschung dazu teilweise kontrovers diskutiert wird. Der Grundgedanke bleibt aber relevant. Der Grundgedanke, dass Körperhaltung und Gefühl zusammenhängen, ist ziemlich etabliert. Wenn du bewusst eine selbstsichere Haltung einnimmst, Augenkontakt hältst, einen festen Händedruck hast, dann sendest du nicht nur nach außen Signale, sondern es kann auch auf dein inneres Erleben zurückwirken. Es ist wie eine positive Rückkopplungsschleife. Und Kleidung spielt auch eine Rolle. Ja, der Leitfaden erwähnt auch das. Wenn du Kleidung trägst, in der du dich wohl, kompetent und der Situation angemessen fühlst, kann das dein Selbstvertrauen stärken. Es gibt Studien, die zeigen, dass Kleidung, die wir mit bestimmten Eigenschaften assoziieren, unsere Leistung beeinflussen kann. Faszinierend. Kleine äußere Änderungen mit potenziell innerer Wirkung. Kommen wir zur letzten Strategie. Die klingt erstmal etwas herausfordernd. Verletzlichkeit annehmen und handeln. Ja, das ist ein ganz entscheidender Punkt, der oft von Leuten wie Brené Brown betont wird. Die Angst zu versagen oder nicht gut genug zu sein, kann uns lähmen. Wir warten auf den perfekten Moment, auf absolute Sicherheit, die es aber selten gibt. Und die Strategie ist, trotzdem zu handeln. Genau. Verletzlichkeit annehmen heißt hier, die Angst, die Unsicherheit, das Risiko des Scheiterns anzuerkennen und es trotzdem zu wagen. Dich auf die Stelle zu bewerben, auch wenn du Angst vor Ablehnung hast. Das Projekt zu starten, auch wenn es noch nicht perfekt ist. Den ersten Schritt zu machen, also nicht warten, bis die Angst weg ist. Nein, denn dann wartest du vielleicht ewig. Es geht darum, trotz der Angst ins Handeln zu kommen. Der Leitfaden plädiert für den Ansatz, klein anfangen, aber jetzt anfangen. Und warum baut das Selbstvertrauen auf? Weil jede Handlung, die du trotz Angst durchführst, eine kraftvolle Meisterungserfahrung ist. Du lernst, ich kann mit Unsicherheit umgehen. Ich kann Risiken eingehen. Ich überlebe auch Fehler oder Rückschläge. Das desensibilisiert dich gegenüber die Angst und stärkt dein Vertrauen in deine eigene Handlungsfähigkeit und Resilienz. Konsistentes Handeln, auch in kleinen Schritten, ist oft der direkte Weg zu mehr Selbstvertrauen. Also raus aus der Komfortzone, aber vielleicht erstmal mit dem kleinen C. Das sind ja schon eine ganze Menge Strategien. Der Leitfaden spricht auch kurz Hindernisse an, oder? Ja, kurz. Zum Beispiel den ständigen sozialen Vergleich, der durch Social Media ja oft befeuert wird. Und das Imposter-Syndrom, also das Gefühl, ein Hochstapler zu sein, obwohl man eigentlich kompetent ist. Und was rät der Text da gegen den Vergleich? Konzentrier dich auf deinen eigenen Weg, deine eigenen Fortschritte und Stärken. Vergleich dich, wenn überhaupt, mit deinem früheren Ich, nicht mit idealisierten Online-Profilen. Und gegen das Imposter-Syndrom? Mach dir deine Erfolge bewusst. Führe vielleicht ein Erfolgstagebuch. Hol dir aktiv Feedback von außen, um eine realistischere Selbstwahrnehmung zu entwickeln. Okay, das ist auch wichtig, diese Stolpersteine zu kennen. Wenn wir das jetzt mal zusammenfassen, Selbstvertrauen aufbauen ist also kein einmaliger Akt, sondern eher ein Prozess. Genau, ein dynamischer, lebenslanger Prozess. Es ist wie ein Muskel, der trainiert werden will. Und die Werkzeuge dafür sind eben ein Wachstumsdenken pflegen, Kompetenz durch Vorbereitung und Übung aufbauen,
Lernen, mit negativen Selbstgesprächen umzugehen, sich Unterstützung suchen, auf Körpersprache achten und, ganz wichtig, ins Handeln kommen, auch wenn es schwerfällt. Das fasst es gut zusammen. Es erfordert Absicht, Übung und auch eine gewisse Widerstandsfähigkeit, also Resilienz. Es ist eine Reise, kein festes Ziel, das man irgendwann erreicht hat. Eine Reise, kein Ziel, das ist ein schönes Bild. Und auf dieser Reise ist vielleicht eine Sache noch wichtiger als die perfekte Anwendung all dieser Strategien. Das bringt mich zu einem letzten Gedanken für dich, der auch im Leitfaden anklingt, aber vielleicht noch etwas weitergeht. Ja, gerne. Was wäre, wenn der wirklich entscheidende Schritt auf dieser Reise nicht die Perfektion im Umsetzen ist, sondern die Bereitschaft, dir selbst mit Mitgefühl zu begegnen? Gerade in den Momenten, in denen dein Selbstvertrauen vielleicht mal schwankt oder du einen Rückschlag erlebst. Diese Selbstfreundlichkeit könnte die eigentliche Basis sein, auf der all die anderen Strategien erst richtig gedeihen können. Selbstmitgefühl als Fundament. Ein sehr wertvoller Gedanke zum Schluss. Danke fürs Zuhören. Wenn dir diese Analyse gefallen hat, abonniere uns, gib uns ein Like und teile es mit deinen Freunden.